Das heißt, wir müssen beide erledigen. Wechseln ein Mexican Standoff mit Q und E deinen Fokus auf den Gegner, der dich ansieht. Oh, nö. Okay, es klappt ganz gut bisher. Komm, wer zieht als erstes? Die Schnelligkeit vergessen. Oh, yeah! Oh, komm schon! Ich hab extra... Oh, ich wollte extra noch ein bisschen länger bearbeiten. Oh, shit, los geht's. Mexican Standoff, der muss mich angucken. Keiner guckt mich an, okay. Wollte schon sagen. Auf den schießen, der mich anguckt. Holy shit, warum guckt mich keiner an? Ja, er ist es. Und wechseln. Komm schon, ja! Butch Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery not 6 months ago. Boah, der Headshot zum Schluss, ey. Sahne. Schlussakt. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob. Holy shit. Wähle deine Bestimmung. Vergebung oder Vergeltung? Boah, das ist so mies. Ich hasse das, wenn man sich entscheiden muss. Wir warten schon so lange darauf. Wir könnten den eigentlich platt machen. Wir planen das doch schon so lange. Warum sollten wir dem jetzt vergeben? Vergeltung, fuck it. Ballern wir den nieder. why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Here. I won't have it said that I left you with nothing. That's how you want it? So be it. Wir warten so lange darauf. Wir werden dem nie im Leben vergeben. Der letzte epische Standoff. Vielleicht verschonen wir den ja auch irgendwie, was ich aber bezweifle. Keine Anzeigen, gar nichts. Aber wir wissen, wann wir schießen müssen. Yeah! Oh my God! Oh Jesus! Das war's mit ihm. Endlich haben wir die Did you Rache. know it was him all along? Cassidy told me Bob was in Abilene before he died.
But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy? You're looking mighty shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir, Mr. Graves. So where you going now? Now that you had your revenge? Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk with those I have lost. Call of Juarez Gunslinger. Wow, ziemlich cooles Spiel, muss ich sagen. So ist es gewesen. Wirklich sehr, sehr cool umgesetzt. Und wenn euch das Let's Play gefallen hat, Leute, bitte gebt diesem Video einen Daumen hoch. Danke für euren riesigen Support. Ich will jetzt aber ehrlich gesagt wissen, was das andere Ende ist, denn der Apachenkönig-Viech-Dingens, Grey Wolf, hat ja gesagt, wir sollen unsere Seele wird ja irgendwie zerfressen von diesem ganzen Hass und was er nicht da erzählt hat. Schon ziemlich nett. Also das will ich mir auf jeden Fall gleich nochmal angucken. Ich denke, wir können da zum Kapitel hinswitchen. Ich versuche es zumindest mal. Nicht schlecht. Wow. Das ist mal ein Spiel, was wirklich nur auf Spielspaß abzieht. Auf nichts anderes sonst. Ziemlich cool. Für den Preis gab mal 15 € bei Steam. Schon ziemlich ordentlich, was man da bekommt. Ziemlich lustiges Spiel. Am Anfang ist man eigentlich ziemlich umgehauen und zum Ende des Spiels merkt man, okay, ja, es ist ein Shooter, man ballert sich da irgendwie durch Haufen von Gegnern, aber es ist cool erzählt und es macht Spaß und das ist die Hauptsache. Also für 15 € kann man da echt nicht meckern. Und ein Multiplayer-Modus soll auch noch nachkommen. Ich bin komplett zufrieden. Und dieses Spiel wurde von Techland entwickelt. Die haben natürlich auch Dead Island gemacht. Nicht schlecht. Und die benutzen auch dieselbe Engine dafür. Viel Blut. Die Duelle sind immer ziemlich cool. Wie wir die wegfetzen können. Dann bleiben die sogar noch kurz in der Luft hängen und dann fliegen sie nach hinten. Das ist schon wahnsinnig cool. Weiter geht's natürlich dann noch mit Resident Evil Revelations. Was auch super, super cool wird. Und Metro Last Light habe ich komplett durchgezockt. Schaut es euch auf jeden Fall an. Alle Videos sind komplett hochgeladen. Sehr, sehr cooles Spiel. Kann ich nur empfehlen. Kurzweilig auf jeden Fall. Sehr kurz. Aber dennoch, sehr viel Spaß gemacht. Genauso müssen Spiele sein. Halt nicht so kurzweilig unbedingt, aber definitiv spaßig. Ja, ist definitiv mal was anderes. Muss ehrlich gesagt zugeben, dass mir die alten Call of Juarez Teile nicht gefallen haben. Die waren total öde, fand ich. Bound and Blood war ziemlich okay. Aber der Rest war ja meh. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Jetzt haben wir uns natürlich dem Hass hingegeben. Und als nächstes werde ich versuchen, das gute Ende zu nehmen, sodass wir beide sehen. Sehr cool. Man hätte natürlich noch die ganzen Sachen finden können, aber das ist wirklich eher so eine kleine Sache, die man halt dann noch machen kann. Ansonsten lohnt sich das nicht wirklich, finde ich. Kriegt man nicht wirklich irgendwie was raus. Aber wie gesagt, ziemlich cooles Spiel. Duell ist noch ziemlich cool gewesen mit dem Fokus und so. Das auszubalancieren ist schon ziemlich tricky, aber es klappt definitiv. Yep, das ist definitiv das polnische Team. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Entwickler von Dead Island da mitgearbeitet haben, aber ich gehe mal stark davon aus. Ubisoft hat es rausgebracht.
Sehr, sehr cool. Ich bin sowieso mal gespannt, was Ubisoft dieses Jahr rausbringt. But a man legends fear. He's a four-hosted reaper, crying bullets for tears. When a drought comes in justice, bullets make good rain. When the heartache has dried up, only blood heals the pain. There's a time for grieving and a time to just pray. There's a time for forgiving, but it's not for today. You can hide sins from the gavel, you can drown them in rum. When silence grease finds you, there's nowhere to run. And time goes too slowly for the gunslinger's eye. Till he's buried his promise, there's no time to cry. There's a time for grieving and a time to just pray. There's a time for forgiving, but it's not for today. There's a time for grieving and a time to just pray. When silence grease finds you, it's a time you must pay. That's a time you must pay. Wahnsinn, ziemlich cooler Song. Wollen wir unbedingt drin haben. Wow, wow, wow. Ich will die Credits nicht wirklich skippen. Man weiß nie, was am Ende kommt. Oh, dear. Won't you spare me over till another year? Special thanks. Neues Spiel Plus. Super. Starte eine neue Story und behalte alle Fähigkeiten und Waffen. Wildwest-Schwierigkeitsgrad ist verfügbar. Versuche die Story mit minimalen Hard und besonderer Schwierigkeit abzuschließen. Ein echtes Western-Erlebnis. Na, das glaube ich auf jeden Fall. Da haben wir nochmal die Nuggets. Ich versuche nochmal dahin zurückzukommen. Gucken, wo wir starten. Well, I don't know about you boys, but Ja, I'm pretty das ist gut. Well, it's too... Skippen wir den Film. Ah, dann machen wir nochmal der Gute, der Böse und der Tote. Ah, ich will das unbedingt noch reinkriegen. Ich würde sagen, ich skippe einfach dahin, wo das Ende ist. Das ist ein ziemlich guter Plan. Und hier steigen wir nochmal ein, in dieses epische Duell. Und dann erleben wir das andere Ende. But the kid wasn't quite deceased. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first.
I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Etta's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. Okay, hier sind wir auch schon. Mittendrin, der guckt mich nicht an. Der guckt mich an. Die Schnelligkeit nicht vergessen. Okay, jetzt du. Da guckt er rüber. Na, wer wird derjenige sein, der schießt? Wie fies! Einmal, zweites Mal. Unter die Gürtellinie. Died there in that cemetery not 6 months ago. Hell yeah! Und das zweite Mal besiegt. Und jetzt sehen wir das gute Ende. Und verschonen den. Schlussakt. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben ihn gerade schon niedergestreckt, es ist Zeit für die Vergebung. Why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Wanted to suss you out, Bob. See what kind of man you turned out to be. Maybe prod you into drawing on me. See, all those years on your trail turned me into a killer. Can't even remember who I was before you tried to murder me. You, on the other hand, walked that very same path in exactly the opposite direction. What do you mean by that? You think your life is worth sparing, Bob? Boy, what's your name again? It's Eisenhower, sir. Dwight Eisenhower. What do you plan to do with your life, Dwight Eisenhower? Tomorrow I'll be leaving for West Point, sir. So, you want to be a soldier? Well, then do it right, son. Don't tear down the world out of anger and spite like I did. You build it up. You do something decent with your life, you hear me? Sir? Yes, sir. I won't have it said I left you with nothing, Bob. Und da habt ihr es. Das war das gute Ende von Call of Juarez. Find das böse Ende irgendwie ein bisschen epischer, schießen wir ihm halt ins Gesicht, aber man hat ja gemerkt, dass der sich ein bisschen geändert hat über die Zeit. Aber wirklich viel ist da nicht passiert.
War schon ziemlich cool, jetzt beide Enden gesehen zu haben. Abschließend kann ich nur sagen, für den Preis ist das schon ordentlich, was wir hier geleistet bekommen. Multiplayer-Modus soll angeblich auch nachkommen, habe ich gehört. Das ist sehr, sehr genial. Aber für den Preis wirklich absolut genial. Wir kriegen hier wirklich ein tolles Spiel. Tolle erzählte Geschichte. Bisschen schießen, ballern, macht auf jeden Fall Laune. Sicherlich kann man sagen, Mohunjagd im Wilden Westen oder so. Aber es ist definitiv ein super geniales Spiel. Und für 15 €, man kann es sogar günstiger im Internet finden. Ich habe es jetzt zum Beispiel für 11,99 € bekommen. Das ist super, super geil gewesen. Und ich würde sagen, schlagt einfach zu, habt eine Menge Spaß mit dem Spiel. Es ist kurzweilig, man schmeißt es sicher irgendwann mal wieder rein und hat wirklich eine Menge Spaß damit. Okay, das war's erstmal für Call of Juarez, Leute. Weiter geht's natürlich mit Resident Evil Revelations. Danach haben wir natürlich die Demo zu The Last of Us. Fuse werde ich auch bald starten, das sollte super, super cool werden. Also freut euch da schon mal drauf. Und ja, wie gesagt, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, das ganze Let's Play, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Danke für euren riesigen Support. Danke, dass ihr mal wiederkommt und meine Videos guckt. Das bedeutet mir echt viel, Leute. Und wir sehen uns zu mehr Gameplay. Macht's gut. Bye.